Da ich weiß, wie gerne ihr auf diesem Kanal Gear Reviews seht, habe ich heute was ganz Besonderes für euch, nämlich ein besonderes Objektiv. Und zwar ist das hier das 50 mm 7 Artisans für M-Bajonett mit einer Lichtstärke von 1,1. Nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Jeden Freitag bringe ich euch hier ein neues Video zum Thema. Vergesst also bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, um keines dieser Videos zu verpassen. Ich weiß, wie gerne ihr Gear-Reviews seht, ja, wie gerne ihr es habt, wenn ich euch Kameras und Objektive vorstelle. Das sehe ich an den Zuschauerzahlen und auch ich habe an solchen Videos immer Spaß, wenn ich über Gear sprechen kann, das ich regelmäßig nutze. Deswegen gab es dieses Objektiv auch schon in anderen Videos von mir zu sehen. Eine wirkliche Review wie diese hier gab es allerdings bislang noch nicht, weil ich einfach noch nicht die Gelegenheit hatte, das Objektiv hinreichend zu testen. Aber das holen wir jetzt nach. 50 mm sind in der Kleinbildfotografie eine relativ gängige Brennweite, eine Normalbrennweite fast. Deswegen sind die sehr weit verbreitet. Die erfreuen sich aber auch deswegen so großer Beliebtheit, weil es vermeintlich einfacher bei dieser Brennweite ist, lichtstarke Objektive zu bauen, als bei anderen Brennweiten. Bei Weitwinkelbrennweiten trifft man selten auf Objektive, die so lichtstark sind wie 50 mm Objektive häufig. Und bei den Teleobjektiven mit einer längeren Brennweite ist auch die Lichtstärke häufig nicht gegeben. Die lichtstarken Objektive sind nämlich deswegen interessant, weil die auch in dunklen Lichtsituationen zulassen, noch ohne Blitz zu fotografieren. Ein anderer Vorzug solcher lichtstarker Objektive besteht darin, wie ich bereits in einem Video schon mal beschrieben habe, seine Motive optisch freizustellen. Dabei nutzt man die Möglichkeit einer geringen Schärfentiefe. Man bildet sein Motiv scharf ab und lässt den Hintergrund unscharf verschwimmen. Das geht insbesondere mit Objektiven, die besonders lichtstark sind, und umso lichtstärker, umso einfacher ist das. Gängig sind 50 mm Objektive mit einer Lichtstärke von 1,8, was an sich schon beachtlich ist. Weniger häufig sind Objektive mit einer Lichtstärke von 1,4, die direkt doppelt so viel Licht reinlassen. Und noch seltener sind Objektive mit einer Lichtstärke, die noch größer ist. Bei Lichtstärken so um f/1 gibt es relativ wenige und die Spitze führt das Noctilox 50 mm mit einer Lichtstärke von f/0,95 von Leica an. Natürlich ist dieses Objektiv hier in keinster Weise mit einem Leica-Objektiv zu vergleichen. Die Abbildungsleistung ist anders, das Bokeh ist nicht so gut und die Schärfe ist auch nicht gegeben. Aber während die Noctilux-Objektive mehrere tausend Euro kosten, gibt es dieses Objektiv neu vom Händler für gut 400 Euro und auf dem Gebrauchtmarkt für etwa 250 bis 300 Euro. Das lässt vermuten, dass diese 7 Artisans eine günstige Alternative zu den Leica Noctilux-Objektiven ist. Soweit würde ich nicht gehen, denn ein Noctilux-Objektiv habe ich noch nie in Händen gehabt, geschweige denn ausprobiert, weil es auch einfach nicht in meiner Preiskategorie liegt. Somit wäre es unsinnig, solche Objektive, die Welten auseinanderlegen, in Qualität und Preis miteinander zu vergleichen. Aber nichtsdestotrotz ist das 7 Artisans 50 mm ein interessantes Objektiv mit einer interessanten Abbildungsleistung und einer unglaublichen Lichtstärke. Okay, vielleicht muss man das ein bisschen einschränken, denn tatsächlich ist die Abbildungsleistung dieses Objektivs bei Offenblende, also f/1,1, nicht wirklich gut, wie man hier sehen kann. Dieses Bild wurde digital mit einem APS-C-Sensor aufgenommen. Das heißt, an den Rändern fehlt überall was. Und wir sehen ganz klar, dass die Schärfe, selbst in der Mitte nicht vorhanden, zu den Rändern noch schlechter wird. Dazu kommt ein Haufen chromatischer Aberration. Das ist an sich eine Bildqualität, die nicht gut ist, aber sicher vom einen oder anderen in seiner Kreativität praktisch genutzt werden kann.
Das Ganze hat einen verträumten Look, der ein bisschen an das Achromat-Objektiv von Lomography erinnert. Aber schon auf f durch 1,4 abgeblendet beginnt die Bildqualität sich deutlich zu verbessern. Und ab f halbe ist die Bildqualität meiner Auffassung nach hinreichend gut, dass das Objektiv vernünftig genutzt werden kann. Blendet man weiter ab, wird das Objektiv immer schärfer, die chromatische Aberration nimmt ab und der Kontrast wird besser. Für Porträts nutze ich das Objektiv gerne mit einer Blende von 1,4. Das gibt im Hintergrund einen verschwommenen Look, macht auch das Motiv ein bisschen softer, was gerade für Porträts relativ schmeichelhaft ist. Blende 1,4 lässt den Hintergrund vollkommen verschwimmen, bildet aber das Motiv hinreichend scharf ab. Zu scharfe Aufnahmen sind ohnehin für Porträts häufig nicht gewollt. Für Landschaftsaufnahmen lohnt es sich, das Objektiv etwas abzublenden. Das Schärfeoptimum erreicht man etwa ab einer Blende von f durch 4. Aber auch Beugungseffekte sind bei dem Objektiv kaum wahrzunehmen, zumal die Blende auch nur bis f/16 reicht. Fotografiert man so offenblendig, ist es natürlich erforderlich, eine Kamera zu nutzen, die ausreichend schnelle Verschlusszeiten hat oder eben einen Film zu nutzen, der nicht sonderlich lichtstark ist, wenn man in sonniger Umgebung fotografiert. Andernfalls lohnt es sich, mit Filtern zu arbeiten. Das Objektiv hat ein Filtergewinde von 55 mm, sodass man da ganz einfach neutraldichte Filter aufschrauben kann. Mit seinem Leica M-Bajonett lässt es sich natürlich an eine Vielzahl an Kameras adaptieren und das Objektiv steht auch in Unendlichstellung nicht über einen solchen Adapter hinaus. In dem Fall ist das ein Fuji FX Adapter. Das heißt, auch wenn man digital fotografieren sollte, muss man sich keine Sorgen um seinen Sensor machen. Kauft man das Objektiv gebraucht, muss man vielleicht ein bisschen darauf achten, ob es sich um die erste oder die zweite Generation handelt. In der ersten Generation, die relativ bald von der zweiten Generation ersetzt worden ist, gab es Schwierigkeiten beim Ansetzen an einige M4-Kameras. Da war es so, dass man das Objektiv zwar ansetzen konnte, es sich aber nicht einrasten ließ. Der Grund dafür war der Objektivtubus. Hier in der zweiten Generation verjüngt er sich zum Bajonett hin, sodass der Entriegelungsknopf frei liegt. In der ersten Generation war der Tubus durchgehend bzw. breiter und nicht verjüngt und der drückte dann ständig auf den Entriegelungsknopf, sodass das Objektiv nicht einrasten konnte. In einigen Einzelfällen, die mir zu Ohren gekommen sind, ist es sogar so gewesen, dass es sich dann einrasten ließ, da der Knopf aber bedeckt war, man das Objektiv dann nicht mehr abnehmen konnte. Da empfiehlt es sich, vor Kauf sich zu informieren. Das Objektiv hat eine Fokusskala, die man natürlich bei der offenblendigen Nutzung vollkommen vergessen kann. Aber blendet man ab, kann man über diese Skalierung den Zonenfokus nutzen, der gerade in der Straßenfotografie beliebt ist. Die Entfernungsskala ist sowohl in Metern als auch in Feet aufgetragen, wobei Meter schwarz sind und Feet in Rot. Mit dem Lieferumfang ist auch ein Fokus-Tab, der das einfache Fokussieren mit einem Finger erlaubt. Ich selbst hatte vorher keine Erfahrung mit diesem Zubehör, möchte es jetzt, da ich das aber hier an dem Objektiv erlebt habe, nicht mehr missen. Mit dabei sind natürlich auch noch so Sachen wie der Metalldeckel und der hintere Bajonettdeckel, ein kleiner Schraubendreher und dies hier. Dies ist ein Chart, das es einem erlaubt, relativ einfach das Objektiv zu kalibrieren. Mit einer Lichtstärke von f1,1 leidet das Seven Artisans nämlich unter einem gewissen Effekt, den andere lichtstarke Objektive dieser Art auch haben. Das Ganze nennt sich Focus Shift.
Und abhängig davon, wie weit offenblendig man arbeitet, kann es sein, dass sich der Fokuspunkt verschiebt, sodass die Skalierung und der Messsucher in der Kamera den Fokuspunkt nicht korrekt anzeigen. Dieses Problem haben auch viele Objektive für Spiegelreflexkameras, da aber der Fokus eben durch das Objektiv passiert und nicht davon losgelöst, bemerkt man es häufig gar nicht. Es kann also passieren, dass wenn man offenblendig fokussiert und in Unendlichstellung fotografiert, man den Fokuspunkt nicht wirklich trifft. In der Regel wird es aber nicht erforderlich sein, diese Kalibrierung überhaupt vorzunehmen. Schwierig wird es vielleicht, wenn man, wie ich, das Objektiv gebraucht kauft und sich nicht sicher sein kann, dass der Vorbesitzer die Kalibrierung nicht selbst verändert hat. Aber auch wenn man genau fokussieren kann, ist das Ganze offenblendig und auch bei 1,4 nicht wirklich einfach. Ein 50 mm Objektiv hat bei Blende 1,4 nur relativ wenige Zentimeter Tiefenschärfe, so dass man bei der offenblendigen Nutzung sich wirklich Zeit nehmen muss, um das Motiv scharf abbilden zu können. Aber dabei ist es wie bei vielem anderen auch, Übung macht den Meister. So, und damit war es das auch schon wieder für heute. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken, Teilen, Kommentieren, für dein Abo, für deinen Besuch im Merch Store, falls du auch Bock auf so ein T-Shirt hast. Kann ja sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder um 18 Uhr am Freitag mit einem neuen Video zum Thema oder am Montag in der Nachbesprechung. Bis dahin sage ich ciao und wir sehen uns.